Moin Moin zu einer neuen Folge Bella Italia. Ihr wisst ja, unser Videoblog, der euch die großen und kleinen Meisterwerke des neuen Italienabschnittes präsentiert. Und wir haben eine gigantische Folge vor uns, denn hier an dieser Stelle entsteht ganz hoch, breit und riesengroß der Petersdom von Rom. Und ihr beiden werdet das bauen. Normalerweise steht an dieser Stelle immer nur eine Person. Jede Folge Bella Italia zeigt eigentlich einen Wunderländer. Heute ausnahmsweise zwei, weil es ist wirklich das größte Projekt und dementsprechend baut ihr das zusammen. Stefan wird das am Computer zeichnen und Tobi wird es modellbauerisch umsetzen. Das ist eine ganz interessante Zusammenarbeit, die entsteht und es ist ein Riesendruck, der auf euch lastet. Wisst ihr das eigentlich? Denn hier kommen alle Wunderländer-Besucher rein und das Erste, was sie sehen, ist der Petersdom. Das wissen wir und wir hoffen auch, dass wir die Anforderungen erfüllen können. Aber es ist so ein bisschen das Ziel, dass wir da natürlich die Leute auf Italien einstimmen, ein großes Gebäude, was viele kennen. Sie können es gar nicht übersehen, dass dann gleich schon so ein bisschen das Feeling kommt und wenn sie dann den Rest durchqueren, dass sie dann wirklich dieses Italien-Feeling haben. Stefan, du hast schon sehr, sehr lange daran vorbereitet, ich glaube ein halbes Jahr, weil wie immer im Wunderland der Platz auch hier bei uns zu gering ist. Also das heißt, er musste stauchen, verzerren, wie es im Wunderland halt ist, ein bisschen schummeln, oder? Ja, das grobe Konzept haben wir soweit schon vorbereitet. Dabei ist rausgekommen, dass wir den Petersplatz schneiden werden. Also der Platz befindet sich hier und ist dann an der Anlagenkante geschnitten. Man guckt dann praktisch auf den offenen Platz und hier befindet sich dann der Dom und hier die Kuppel da drauf. Wie hoch ist die? Um die 60 cm, denke ich mal, wird das wohl schon werden. Also das Ganze steht ja noch ein bisschen erhöht hier auf diesem Sockel. Das wird schon richtig mächtig. Und ist es ein Meisterwerk in deinem Kopf? Ja, das wird Bombe. Das wird richtig super. Wir werden es überprüfen. Wir sind ganz gespannt. Ich glaube fest daran, dass das gigantisch wird. Das ist der Arbeitsplatz von Stefan. Hier wird der Petersdom erstmal sozusagen 3D im Computer gezeichnet, dann wird er gefräst und am Ende wird Tobi das mit Stefans Hilfe zusammen umsetzen zum Modell. Du musst es irgendwo mit anfangen. Ich sehe, das ist anscheinend die Grundplatte sozusagen. Was hast du an Platz wirklich für deinen Petersdom? Der Dom, der wird komplett zu sehen sein und zwischen Dom und Platz werden wir einen Teil einkürzen, weil wir sonst einfach nicht die Fläche haben, das drauf zu bekommen. Aber es ist eine Herausforderung, das sieht man eindeutig. Nun warst du ja auch vor Ort mit dem Wunderland, mit dem ganzen Modellbauteam und hast es dir selbst angeschaut. Wenn es jetzt am Ende so wird, wie ihr es jetzt in dem letzten halben Jahr euch gedacht habt, ist es ein Kompromiss oder bist du trotzdem begeistert und sagst, das ist mein Petersdom? Ja, das wird niemandem auffallen auf den ersten Blick. Also der Rom-Besucher, denke ich mal, der hat das Bild von der Frontfassade und der Kuppel im Kopf und man kann es ja so, wie es im Modell nachher zu sehen ist, gar nicht erfassen, wenn man vor Ort ist. Und das fällt höchstens auf den zweiten Blick auf, dass wir da irgendwo getrickst haben. Nun hast du am Flughafen noch gezeichnet, gefräst und selbst das zusammengebaut. Jetzt ist es so ein komplexes Modell geworden, dass Tobi dir sozusagen hilft beim Modellbau. Macht dich das traurig? Nein, gar das nicht. Nicht selbst zusammenzubauen? Nee, ich denke mal, das ist auch ganz schön, wenn man sich da so lange mit beschäftigt hat, dass man es auch mal weggeben kann und sagen kann, hier. Und glaubst du, dass es klappt, dass du ihm alles das sozusagen übermitteln kannst und diese Tausenden von kleinen Teilchen, die zusammengebaut werden muss? Ja, das wird schon gehen. Also wir haben ja die Zeichnung im Rechner, da kann man es komplett zerlegen im 3D-Modell zum Gucken, wie ist es gedacht nachher zum Bauen. Und wirst du erst alles fertig zeichnen und Tobi setzt dann ein oder fängt er schon just in time irgendwann an? Also ich denke mal so, wie Zeit ist, aber höchstwahrscheinlich, Tobi steckt noch in einem anderen Bauabschnitt, werde ich wohl erst mal alles soweit fertig zeichnen, dass man ein grobes Konzept hat und dann erst anfangen mit Fräsen und Bauen. Das wird mega. Wir begleiten es und ich bin ganz gespannt, wie es wird. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen das fast fertige Modell, was hier im Rechner entstanden ist. Also das ist jetzt die gesamte Arbeit ungefähr von einem halben Jahr. Und die Schwierigkeit war halt, dass der Vatikan keine Pläne rausgegeben hat und ich musste im Grunde das Modell anhand von Tausenden von Fotos musste ich das zusammenbauen und jedes kleinste Detail suchen, dass es nachher auch wirklich bei uns so ist wie im Original. Ja, jetzt zeige ich nochmal den Petersdom in der Gesamtkonstruktion und gehe nochmal kurz auf die Schwierigkeit ein, dass wir ja den Grundriss in 1:160 haben und die Figuren sind ja 1:87 und das Ganze in Einklang zu bringen, dass nachher die Proportionen wieder stimmen und auch zu den umliegenden Gebäuden. Da zeige ich jetzt mal kurz, wie ich das so gemacht habe, wie ich rangegangen bin. Und dieses bunte hier sind meine Konstruktionshilfslinien. Also ich wähle die mal eben aus. Da sieht man, das Ganze ist ziemlich symmetrisch aufgebaut. Ich gehe jetzt mal in die Frontansicht. Da sieht man jetzt die große und die kleinen Kuppeln. Hier ist mal ein Foto, was ich benutzt habe und eine Schnittzeichnung von der TU Berlin. Da habe ich die Kuppel erstmal grob nachkonstruiert mit den Proportionen, Höhen und wo sitzen die Fenster, wo ist eine Stuckleiste, was ist hier an der Seite und so weiter und so fort. Und dann habe ich nachher das Ganze
aufgrund von dieser schönen Aufnahme hier ein bisschen skaliert. Ja, dann habe ich das Ganze eben so ein bisschen symmetrisch aufgebaut, dass das Ganze schön aussieht. Ich mache das Bild nochmal aus. Dann hat man jetzt hier so die Gesamtansicht. Und wenn ich jetzt nochmal in die Perspektive gehe, also man konnte als Besucher in diesem Bereich rumlaufen und auch Fotos machen. Und das gesamte Modell ist eigentlich anhand von Fotos entstanden. Ich habe dann immer wieder geguckt, wie ist welches Detail, wie hoch ist welches Gebäude im Vergleich zum Nebengebäude. Und ja, so kann man sich dann nach und nach dran tasten, bis das gesamte Gebäude fertig ist. Nur in diesem Bereich, hier hinten, da konnten wir überhaupt nicht hin. Und das ist dann dadurch entstanden, dass ich es angelehnt an die Gebäude, die hier vorne stehen, die man ja sehen konnte, gemacht habe, weil es wird ja höchstwahrscheinlich hier ein ähnliches oder gleiches Fenster verwendet werden wie hier. Und ja, dann kann man sich so daran tasten und das Stück für Stück dann aufbauen. Es werde ein Petersdom Teil 47 und ich bin völlig überrascht, denn vor einer Woche war ich bei Tobi, da lagen eine ganze Menge Teile herum und jetzt ist der gute Wille eindeutig zu sehen, es wird ein Petersdom. Ja, gut 1,5 Wochen bin ich jetzt hier schon bei, aber ich habe natürlich schon früher angefangen und mich so ein bisschen mit der Zeichnung beschäftigt, mit dem Gebäude an sich und dem farblichen Eindruck, was für mich natürlich auch sehr wichtig ist, dass ich da so ein bisschen reinkomme. Ne? Aber du hast keine Bauanleitung, ich habe das da gesehen, es lagen überall diese Massenanteile, das hast du keine Sorgen gehabt oder Probleme gehabt, das zuzuordnen? Das ist halt eine Fleißarbeit. Man kriegt natürlich diese ganzen Teile und diese Zeichnung und dann darf man anfangen. Da muss man sich halt erstmal reindenken und sich überlegen, was gehört wohin, was wurde wie konstruiert. Hat dich das nicht nervös gemacht, dieser Riesenhaufen? Am Anfang schon, klar. So ein großes Gebäude, sehr viel, es ist auch ziemlich komplex. Da ist man natürlich ein bisschen nervös, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr geht die Nervosität und desto mehr hat man halt auch Lust, dann wirklich anzufangen und das dann auch umzusetzen, weil die Zeichnung an sich, die sieht ja schon mal ganz schön aus und das dann so umzusetzen in den Aber Farben. stopp, es ist nur eine Zeichnung des sozusagen des Bauwerkes. Es ist nicht so, wie man das beim Fallerbausatz kennt, wo also sozusagen alle Schritte da sind, sondern du musst es dir schon zurechtlegen und dann auf Originalfotos noch zurückgreifen oder so. Also ich könnte es nicht, ganz ehrlich. Ich würde das niemals zusammenkriegen, weil ich erstmal vor jedem Teil sitzen würde und fragen würde, was ist denn das jetzt hier? Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil es kommt noch der Vorplatz, die Arkaden, Sixtinische Kapelle und so weiter. Flutscht das jetzt so richtig, wenn man erstmal angefangen hat, oder? Klar, wir sind ein bisschen entspannter daran. Wir können ein bisschen mehr auf die Details gehen und ein bisschen, gerade die Figuren, die wir hier im Petersdom viele haben, da so ein bisschen mehr das Augenmerk drauflegen, dass sie auch wirklich. Machst du auch die Ausschmückung des Platzes nachher? Das ist noch nicht geklärt. Also ich baue jetzt Weil da erstmal kommen das ja Gebäude richtig viele Figuren hin. und dann gucken wir mal, was da noch so angesetzt wird. Da müssen wahrscheinlich am Ende alle ran. Also, weil das ist schon sehr viel Fläche. Was schätzt du, wie lange dauert es noch, bis zum Beispiel Kuppel drauf ist und so? Ich hoffe, dass wir das so in den nächsten 1,5 Monaten in die Richtung gehen, dass das Dach soweit fertig ist. Ob die Kuppel dann schon kommt, da müssen wir mal gucken. Wir werden dabei sein, es wird wirklich ein gigantisches Gebäude und ich bin so gespannt, ob es hinterher wirklich so reinpasst von den Dimensionen, weil es ist das zweitgrößte Gebäude nach den Terminals, das wir im Wunderland gebaut haben und das ist immer ein Risiko. Ich bin ganz gespannt. Die Fassade ist jetzt soweit vorbereitet. Als nächstes werde ich die von innen schwarz lackieren, das ganze Gebäude. Das machen wir immer, damit wir, wenn wir da Beleuchtung reinbringen oder was, dass die Fassade dann nicht leuchtet und dass es da durchscheint. Als nächstes, wenn wir das schwarz gemacht haben, kümmern wir so ein bisschen um die Dächer, dass wir die reinsetzen. Und dann schauen wir mal, wie es so weiterläuft. Also wir haben diese unteren Stuckteile angebracht in der letzten Woche. Wir sind einmal komplett rum. Das waren halt sehr viele Kleinteile, die wir angeklebt haben. Und jetzt halt dieses breite Stuckprofil aufsetzen zu können, das geht auch einmal ganz rum. Das ist ein bisschen tricky, weil das sind alles Druckteile und die passen nicht so ganz, wie man sich das wünscht. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass das am Ende auch passt und dass sich der Stuck auf der Fassade nicht verschiebt, sondern dass die fluchten, wenn sie dran sind. Und dann kommt hier oben auch noch ein bisschen was ran und dann ist die von außen soweit fertig und kann fast in Lack gehen. Und parallel haben wir hier vorne dann auch schon das Dach vorbereitet.
ist auch soweit durchgefärbt. Da kommen noch so ein paar Kleinigkeiten rein, noch so 2, 3 Dächer. Aber dann können wir das Dach hier auch schon einkleben und können dann den Dachbereich soweit farblich ausgestalten. Und nächste Woche kommen dann so diese ganzen kleinen Türmchen und Häuser, die hier überall auf den Löchern noch stehen, dass wir das Dach dann zeitnah fertig haben und dann nach vorne weiterarbeiten können zu den Kolonnaden und der großen Frontfassade, wo dann auch die ganzen Figuren draufstehen. Das sind dann so die nächsten Schritte. Also ich probiere hier die Teile, ob die so passen oder ob ich die noch ein bisschen nachbearbeiten muss. Teilweise sind die auch etwas rund, da muss ich sie noch gerade biegen, damit das an den Ecken auch alles schön zusammenpasst und schön ausschaut. Als nächstes wollen wir uns um die Kuppel kümmern. Das ist ein sehr großes Teil, da ist sehr viel dran zu machen, aber ich glaube auch eines der schönsten. Dann müssen wir gleich mal in den Rechner gehen und mal schauen, wie die genau konstruiert ist, ob wir die Teile haben und wie das Ganze zusammengebaut wird. Heute erzähle ich mal ein bisschen was über die große Kuppel. Da habe ich so circa 2 Wochen jetzt dran gearbeitet und ich blende jetzt einfach mal ein, wie sich das Ding entwickelt hat. Also im Moment sieht man jetzt hier den KBM-Ring, das ist praktisch die Basis, da steht das ganze Ding drauf. Und die verschiedenen Farben sind immer die verschiedenen Materialstärken, die ich verwendet habe. Hier sieht man schon die Fensterrahmen, die Folienbereiche. Das ganze Ding ist übrigens 16-eckig, deswegen musste ich immer nur ein Element bzw. im Wechsel eckig spitz 2 Elemente zeichnen und konnte die dann im Kreis anordnen, dass es die gesamte Kuppel ergibt. Dann habe ich hier jetzt die Rundung von der Kuppel und zwar besteht die jetzt aus 4 Elementen Kunststoffblockmaterial. Also die sind so übereinander geschichtet. Ja, und da drauf sind dann diese Zielelemente hier geklebt. Die haben wir drucken lassen. Und diese Fenster. Hier ist oben ein Trollkopf drin, aber da ich keinen Troll habe, habe ich jetzt hier Super Mario genommen. Das ist so klein, dass man das später auch nicht erkennen wird, wenn man nicht wirklich ganz nah rangeht und das dann betrachtet. Aber ich zoome jetzt mal raus. Das Fenster ist nachher ungefähr, ja, das kommt hin, so groß für den Besucher. Ich mache jetzt nochmal einen Rendering und da erkennt man eigentlich nicht, ob das ein Troll ist oder ein Super Mario. Gut, das sind dann so kleine Details, wenn man es weiß, kann man drüber lachen. So, wir haben hier die Kuppel. Ich mache mir jetzt erstmal so einen kleinen Überblick, wie ich das zusammenbaue, womit ich anfange. Ich glaube, ich werde mit dem Teil hier beginnen, da das relativ schwierig sein wird, diese Form rauszuarbeiten, dass die ganzen anderen Teile auch noch ranpassen und Fensterlöcher müssen auch noch reingebaut werden. Das ist so ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, da fällt uns noch ein guter Plan zu ein. Und weitermachen werde ich wahrscheinlich mit dem Bereich darunter. Das sind viele Teile, die müssen alle noch gesägt werden, dann verklebt werden und auch so, dass das alles zusammenpasst. Diese unteren Wände mit den Fenstern, die sehen in der Zeichnung relativ klein aus. Ich kann euch aber mal die Größe verdeutlichen, weil Stefan die Teile schon ausgefräst hat. Aus diesen ganzen Teilen wird dieser untere Ring entstehen. Und das hier ist ein Profil, was da noch drüber läuft. Und jetzt kann man schon erkennen, welche Größe, welchen Durchmesser das am Ende haben wird. Wie ihr seht, müssen wir hier noch einiges verschleifen und verspachteln, dass das wirklich eine schöne runde Kuppel wird. Und eine weitere Schwierigkeit ist, dass wir hier diese Streben haben, die laufen hier außen hoch. Und es wäre natürlich schön, wenn die sauber anliegen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das hinkriegen will. Ich habe da eine Idee, aber muss mir da, glaube ich, noch was Cleveres einfallen lassen, dass sie wirklich gleichmäßig rund wird. Also, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, dass wir uns mit dieser Kuppel hier noch was ausdenken müssen. Ich habe mir jetzt eine etwas waghalsige Konstruktion überlegt, mit der ich das Ganze drehen kann und dann schön rund schleifen kann, damit ich später diese Rippen hier schön passig aufbekomme.
Wir haben das soweit zusammengebaut, mal die kleinen Häuser raufgestellt. Das passt soweit alles ganz gut. Auch das vordere Dach habe ich eingeklebt. Und ich bin jetzt dabei, den unteren Bereich ein bisschen zu altern und ein paar Schattierungen zu setzen. Das Ganze mache ich mit einem Pinsel und einem Pigment. Das dauert dann ein bisschen, bis man da einmal rum ist. Aber das bietet einfach den schönsten Effekt. Hallo ihr Lieben, wir haben euch mal dazugeholt. Wir haben hier gerade ein schönes Update, wie so oft. Und da ist ein ganz interessantes Thema zutage gekommen. Das musst du unbedingt erzählen. Du hattest keine Vorlage für diesen Bereich des Petersdoms. Ja, genau. Also, was hast du gemacht? Man konnte als Besucher, also wir waren ja da, konnte man eigentlich hier so überall rumlaufen. Aber in diesem Bereich konnte man gar nicht rein. Und dann musste ich sehen, wie ich an die Infos komme. Und ich habe eigentlich alles so ein bisschen erahnt aus Google Earth geguckt. Wie sehen die Umrisse aus von den Dachaufbauten? Und dann geguckt, was haben wir vorne, wie ähnelt sich das und dann so ein bisschen improvisiert und im Grunde ist es ja gespiegelt, dann konnte ich die Sachen von der Seite hier nochmal verwenden. Aber das Gute ist, es kann wahrscheinlich keiner kontrollieren. Genau, wenn man nicht gerade da arbeitet. Habt ihr ein Gefühl für die Kuppel, wie viele Stunden? Also ich habe gebaut an der Kuppel bestimmt 3 Wochen, so wie die jetzt hier steht. Und gezeichnet? Also ich habe immer in Etappen dran gezeichnet, aber bestimmt auch mehrere Wochen waren das, ja. Also 300-400 Stunden nur für diese Kuppel. Also wenn man dann addiert, was der Petersdom an Arbeit gekostet hat, das ist unvorstellbar. Also, ja, Wahnsinn. Und schaffen wir es bis zur Eröffnung? Also wenn ich das so schätze... Wir haben noch 5 Wochen oder 5,5 Wochen. Ja, und ich glaube, die brauchen wir auch noch. Wenn Knapp. nichts schief läuft, ne? Das muss man dann ja auch noch sagen. Die ganzen elektronischen Teile und Beleuchtung kommt ja noch. Da muss ich wahrscheinlich mitbauen, obwohl dann brauchst du wahrscheinlich noch länger, ne? Wenn du dich ein bisschen bemühst, könnte das vielleicht helfen. Darf ich? Ja, von mir aus. So, was darf ich machen? Die Säulen, ne? Genau, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, bin auch schon relativ weit. Aber diese mittleren Säulen, die müssen wir noch färben und Kannst du festkleben. rausnehmen, ne? Ja, genau, die sind nur grundiert. Und jetzt müssen wir ein bisschen Kontrast, ein bisschen Schatten, das Ganze so ein bisschen lebhaft gestalten. So wie bei denen auch. So, was ist zu tun? Genau, also die sind wie gesagt grundiert. Dann haben wir hier so ein paar Pigmente, die habe ich schon mal fertig angemischt. Jetzt gehen wir bei und machen hier oben erstmal ein bisschen Schwarz rein, dass wir da so ein bisschen die Vertiefung und alles hervorheben. Und ich Schlauchfuchs puste dann jetzt einmal oder niese einmal, ne? Ja, das machen wir immer so und durch den ganzen Speicher hält das. Jetzt haben wir die Pigmente drauf, die halten von alleine noch nicht, deswegen müssen wir die noch fixieren. Da haben wir hier Leim und Wasser und viele geheime Zutaten. Und so einfach ist es also. So einfach ist es nur, weil die Farben natürlich schon alle vorbereitet sind. Wenn du die noch alle anmischen musst, dann dauert das alles immer ewig. Ich zeige dir jetzt, wie einfach man eine Säule versauen kann. Das ist nicht schlimm, ich habe nur die. Ja, das hat Spaß gemacht. Und ehrlich gesagt, Respekt, wie viele Schritte so eine kleine Säule hier oder so eine banale Säule nur das Altern bedeutet. Und damit ist es sozusagen für dich abgeschlossen, denn du gehst in Urlaub, ne? Richtig, ich bin ab morgen weg. Ja, wie man ein bisschen schwer erkennen kann, wir haben alle ein bisschen Augenringe. 4 Tage ist es jetzt her, dass unser wunderschönes Italien eröffnet ist. 4 Tage lang wenig Schlaf, wir noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Bei mir war es aber die Emotionen, die Wahnsinnspressereaktion, die Reaktion von unseren Gästen. Facebook ist, die Videos sind so, dass ich konnte kaum schlafen die letzten Tage. Wie ging es euch?
Ich konnte relativ gut schlafen, weil das Thema abgeschlossen war. Es war nichts mehr, wo man dran denken musste. Man musste sich nicht, also man hatte immer so ein bisschen Ruhe und konnte das Thema einfach als abgeschlossen sehen. Das war halt mal ganz schön. Wie ist das jetzt, die Besucher zu sehen? Sie gucken sich das an, sie stehen teilweise in 2 Reihen um den Petersdom, suchen die Details, finden nicht alle Details, die ihr versteckt habt. Wie fühlt sich das an? Stolz ist man schon. Also ich bin immer so ein bisschen am gucken, wie die Reaktionen so sind, und teilweise siehst du das Gebäude gar nicht, weil echt so viel los ist, aber der allgemeine Tonus ist schon sehr imposant. Wahnsinn, also wenn man mal schlechte Laune hat, muss man sich eigentlich nur hinstellen, links und rechts den Leuten zuzuhören. Ja. Es ist irre, die Reaktion. Man muss es sich aber auch anschauen. 22.000 kleine Teilchen stecken hier drin, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, haben wir so grob ermittelt, um die 22.000 mit wirklich einem. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, 22.000 Teile zusammensetzen, das ist ein halbes Leben. Wie habt ihr das so schnell hingekriegt? Ja, das sind ja alle Teile, und wir waren ja auch mit ein paar Leuten am Ende dran. Und irgendwo das war schon knapp. Also ich habe gedacht, es wird noch knapper, aber wir haben rechtzeitig noch einen Gang zugelegt, dass wir uns so einen kleinen Puffer rausgearbeitet haben. Das hat ganz gut funktioniert. Aber das war schon eine Punktlandung mit allem, mit dem Beleuchten und so. Also was ihr nicht so richtig wisst, aber schon ein bisschen erahnen könnt, weil ihr die beiden ja auch ein bisschen begleitet habt in dieser Folge, die sind immer tiefenentspannt. Wenn man sie fragt, ist alles okay, ist alles okay, ne? Ich war schweinenervös. Ich war so dermaßen nervös, ob ihr das noch bis zur Eröffnung schafft. Es war wirklich just in time fertig, das heißt, die Techniker konnten auch rechtzeitig mit dem Beleuchten beginnen. Leuchtet es auch so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Das ist schon sehr schick anzusehen. Also gerade wenn wir Nacht haben, dann verschwindet so Ich sehe gerade, die Nacht kommt gleich, also wir werden es auch gleich sehen. so die Spanne zwischen Modell und Realität. Sind alle Lichter rechtzeitig reingekommen oder musste am Ende noch ein bisschen improvisiert werden? Nö, ich glaube, das hat soweit ganz gut gepasst, so was ich von Ihnen gehört habe. Also man sieht, jetzt wird es gleich dunkel, und das heißt, die Lichter gehen einzeln hier beim Petersdom an. Ich finde auch gerade nachts, das ist eine Atmosphäre, als wie wenn man in einer Drohne sitzt und über diesem Petersplatz schwebt. Gerade so mit dem Kolosseum, das im Hintergrund noch zu sehen ist. Gerade dieser Blick, man kommt hier als Besucher jetzt ja hier rein, sieht den Petersdom, wenn man sich an den Petersplatz stellt, der Blick vom Petersdom rüber zum Kolosseum, einmalig, also wirklich absolut sensationell. Und ich finde, das ist der absolut würdige Abschluss unserer Einzelfolgen Bella Italia. Und dass wir jetzt am Ende sozusagen den Petersdom haben, ist absolut das Richtige. Es ist ein riesen Meisterwerk geworden. Ich möchte euch ganz herzlich gratulieren. Ich darf ja so immer das schön mit prahlen, was ihr geleistet habt an Arbeit. Sensationell. Viele Pannen übrigens gewesen, oder? Nee, man muss sagen, es ging ziemlich gut durch. Ziemlich flüssig. Ich glaube, was anderes würden die auch nie sagen. Also, das war's mit dieser Folge Bella Italia. Wir hoffen, dass ihr ganz tolle Einblicke bekommen habt in diese wirklich gigantischen Bauwerke, die hier gebaut wurden. Wir werden jetzt noch 1, 2 andere Folgen machen, so ein paar Zusammenfassungen, vielleicht mal einen Rundgang oder so. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht mit Venedig. Liegt ja auch in Italien, kann also weiter heißen Bella Italia. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao.